über Kunst in Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor-Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Entdeckt zeitgenössische Kunst, neue KünstlerInnen und unbekannte Kunsträume in Saarlor-Lux. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0. Heute drehen wir den Spieß um und zwar, wir stellen uns zuerst vor. Wir sind Studio Tike Tike, neben mir sitzt Lea Hofmann. Und ich bin Jennifer Graf und wir haben heute die Ehre, die Folge 0 von Art Talk aufzunehmen und gegenüber von uns sitzt die liebe Verena und der stellen wir heute ein paar Fragen. Genau. Und zuallererst würden wir den Hype unterstreichen, gerne wissen wollen, was ist Art Talk? Alle reden davon. Erzähl uns. Was erwartet uns? Art Talk ist der neue Kunstpodcast in unserer Region Saarlor-Lux. Und es erwarten euch Künstlergespräche, Galeriegespräche von regionalen KünstlerInnen aus dem Saarland, aus Lothringen und aus Luxemburg. Das kann mal in Französisch sein oder in Englisch oder auch in Luxemburgisch. Ja, meine Idee ist eigentlich, zu diesen Ausstellungen hinzufahren, das KünstlerInnen-Gespräch aufzunehmen und dann als Podcast zu verarbeiten, damit man sich informieren kann, was so alles los ist in der Region, welche tollen Ausstellungen es gibt und dann auch natürlich dort zu der Ausstellung hinzufahren und sich das anzuschauen. Boah, das klingt ja super. Und das ist auf jeden Fall toll. Ist ein richtig schönes Konzept. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Zielen sagen? Also was genau willst du damit noch erreichen? Also vielleicht da noch ein bisschen ausführlicher ins Detail gehen. Und wen möchtest du ansprechen? Also was ist deine Zielgruppe oder welche Menschen soll der Podcast erreichen? Also ein Ziel ist, die Hemmschwelle zu senken, in eine Galerie zu gehen oder in einen Kunstraum, auch gerade für junge Leute, die das vielleicht noch nicht so oft getan haben. Und das andere ist natürlich, die zeitgenössischen KünstlerInnen bekannter zu machen in unserer Region, weil wir haben wirklich tolle KünstlerInnen hier. Und durch den Podcast, den man sich ja überall anhören kann, lernt man die eben dann so ein bisschen kennen. Also man lernt vielleicht den Mensch hinter der Kunst auch ein bisschen kennen, wird dann mit Sicherheit neugierig auf die Ausstellung und kann zur Ausstellung hinfahren und sich diese Kunst eben anschauen. Das ist eigentlich mein Ziel. Also die Schwelle zu senken, die Hemmschwelle zu senken, in die Galerie reinzugehen, einerseits und andererseits auch jungen Menschen einen Zugang zu geben zu zeitgenössischer Kunst, weil meines Erachtens braucht zeitgenössische Kunst oft eine Erklärung. Oft ist die nicht so auf den ersten Blick total verständlich und wenn man dann so ein bisschen Erklärungshilfen hat, dann ist man bestimmt motivierter, in die Galerie zu gehen. Und das ist genau mein Ziel. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen die Kunst in unserer Region anschauen. Das ist auf jeden Fall total toll, weil ich finde auch diese Hemmschwelle, also einfach zu fragen, also auch wirklich auf KünstlerInnen halt zuzugehen und zu fragen, kannst du mir da über das Kunstwerk ein bisschen mehr erzählen, finde ich, also ist auch bei mir selbst noch sehr, sehr hoch. Also ich gehe selten, genau diese Hemmschwelle, auf Leute zuzugehen und man steht davor, man interessiert sich für das, aber traut sich nicht zu fragen. So. Dabei ist genau das Fragenstellen eigentlich das Interessante. Also gerade die kleinen Nuancen, die zwischendrin liegen, sind meistens das, was einen am meisten interessieren kann daran, wenn man sich Kunst anschaut und auch damit beschäftigt. Und natürlich auch der Mensch, der dahinter steckt. Der Mensch, der dahinter steckt, der natürlich auch super viel zu erzählen hat und das ja ganz oft auch in den Werken halt rüberbringt und den dann auch nochmal quasi in den Vordergrund zu rücken. Ja, genau. Also ich finde es eben einerseits schön, wenn man ein bisschen mehr über die KünstlerInnen in seiner Region weiß und auch über die Kunsträume, die es eigentlich überall gibt. Also es gibt natürlich die großen Museen und großen Galerien, aber es gibt ja auch kleinere Kunsträume, die vielleicht nicht so bekannt sind. Zum Beispiel war ich vor kurzem in dem Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis. Das hat einen wunderbaren Kunstraum und ja, vielleicht kennt man das in Luxemburg jetzt nicht so oder in Metz, ja. Und meine Hoffnung ist, dass man das durch Art Talk dann kennenlernt. Also spielt in dem Podcast auch der Ort eine ganz besondere Rolle? Der Ort spielt eine ganz besondere Rolle, das werde ich auch immer in der Anmoderation sagen, wo wir sind, wie die Ausstellung heißt, wie lange sie noch läuft, das kann man auch in den Shownotes lesen. Ja, der Ort spielt eine Rolle und der ist ja immer unterschiedlich.
ist ein sehr, sehr ehrlicher Podcast, weil es direkt vor Ort halt auch aufgenommen wird. Was ich auch sehr schätze, ist es nicht so man geht ins Studium, nimmt zusammen mit der Künstlerin, bereitet sich vor, sondern es ist direkt vor Ort, live, genau. Dieser Hall, man hört vielleicht die große Halle, das macht es auf jeden Fall sehr spannend. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass der Podcast manchmal auf Französisch, Deutsch, Englisch oder Luxemburgisch stattfinden kann. Jetzt weiß ich ja aus zuverlässigen Quellen, dass du auch Französisch sprichst. Würdest du noch ein bisschen was zu dir erzählen? Also warum möchtest du diesen Podcast machen? Auch was ist deine intrinsische Motivation? Jetzt fernab davon, das einfach nur sichtbar machen zu wollen. Also wir leben ja hier im Herzen Europas. Wir grenzen an Luxemburg, an Frankreich, Belgien ist nicht weit. Diese Situation, dass man halt verschiedene Sprachen spricht und mit verschiedenen Kulturen umgeben ist, finde ich schon sehr besonders. Und das möchte ich eigentlich auch rüberbringen, um diese Regionen einfach ein bisschen zu verbinden. In Luxemburg ist man schon mehrsprachig, schon von der Schule aus lernt man Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Also werden unsere Podcasts auch mal in Luxemburgisch gesendet. Und damit man das auch natürlich dann verstehen kann, wenn man kein Luxemburgisch spricht, werden die auch übersetzt. Das heißt, dass man die dann auch einfach nachlesen kann in den Shownotes. Also auch hier sind wir extrem ehrlich. Jeder darf in seiner oder ihrer Muttersprache sprechen. Also der Raum ist authentisch, die Sprache ist authentisch und so wird quasi dieses Dreiländereck perfekt wiedergespiegelt. Finde ich wirklich extrem klasse. Vielleicht gehen wir noch mehr ins Detail. Wer steckt hinter Art Talk? Also wir hören jetzt dich, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, ich erzähle gerne was über Art Trailer, meine Firma, die ich vor ein paar Jahren gegründet habe. Und wir machen Videos über Ausstellungen und Künstler, die gerade in der Region laufen. Und ich habe eigentlich nach einem Format gesucht, was ein bisschen kostengünstiger ist zu produzieren. Und da ist mir der Podcast eingefallen, weil da brauche ich ja nur den Ton aufzunehmen, brauche keinen Kameramann oder Kamerafrau und kann ihn auch sehr schnell produzieren. Das heißt, ich fahre zu der aktuellen Ausstellung hin, nehme das KünstlerInnen-Gespräch auf und produziere den Podcast und bin auf Sendung innerhalb von wenigen Stunden. Während ein Video zu produzieren natürlich wesentlich aufwendiger ist und auch natürlich mehr kostet. Dieses Unmittelbare, dieses Schnelle und auch natürlich den Kostenaspekt, den finde ich ganz attraktiv bei Podcasts. Ja, stimmt. Du kannst direkt loslegen. Und man kann ihn halt auch überall hören. Es ist nicht so, man braucht kein Bild dazu. Man kann ihn im Auto hören. Im theoretisch kann man ihn auch hören, wenn man die Ausstellung besucht. Das finde ich auch schön. Stimmt, das ist auch ein schöner Gedanke, dass man ihn direkt während oder wenn man sich auf die Ausstellung quasi auf der Hinfahrt vorbereitet. Zum Beispiel, genau, auf die Ausstellung vorbereitet. Höre ich mir noch schnell Verenas Podcast an, dann bin ich perfekt informiert. Wir haben noch wir haben eine Überraschungsfrage für dich noch mitgebracht, um das Ganze noch so ein bisschen, auf eine persönlichere Ebene zu bringen, weil wir glauben, dass genau das, was wir vorhin auch angesprochen haben, nämlich auch wir alle kochen nur mit Wasser, auch wenn wir uns mit Kunst und Design auseinandersetzen. Deshalb wollen wir mal was ganz Banales von dir wissen, nämlich was darf denn in deinem Kühlschrank nicht fehlen und warum? Also, was habe ich in meinem Kühlschrank? Ich habe natürlich was zum Essen in meinem Kühlschrank, nämlich Eier, weil die brauche ich oft zum Frühstück. Morgens gibt es immer ein Ei? Nicht immer, aber schon öfters. Gekocht, gespiegelt oder gerührt? Alles ist möglich. Okay, alle Formen der Eier. Dann habe ich immer ein Stückchen Käse im Kühlschrank, weil das ist einfach ein Muss. Und außerdem habe ich immer ein bisschen gekühlten Cremant und auch ein gekühltes Bier in meinem Kühlschrank, weil gerade wenn man so einen langen Arbeitstag hinter sich hatte und Projekte besprochen hat und brainstormt hat, dann ist man ja oft ausgelaugt und dann muss man halt auch mal anstoßen können auf das neue Projekt. Und so ist das möglich. Dann gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail. Welche 3 Eigenschaften beschreiben dich als Person? Also erstmal Offenheit. Ich versuche, auf die Leute zuzugehen mit offenen Augen und Ohren und mir nicht direkt ein Bild zu machen, sondern lasse die Leute, die ich treffe, dann erstmal erzählen über sich. Neugierde, weil ich finde es einfach spannend, auch neue Dinge zu entdecken und zu erleben.
Und Zuverlässigkeit. Normalerweise, wenn ich sage, ich mache irgendwas oder ich bin irgendwo, dann kann man sich eigentlich auf mich verlassen. Das ist gut, weil wenn du bei den Künstlergesprächen nicht pünktlich kommst, gibt es keine Podcast-Folge. Wir gehen weiter und zwar gibt es sowas wie ein großes Vorbild oder Vorbilder in deinem Leben, die vielleicht auch mit Kunst und Gestaltung zu tun haben oder einfach aus der Familie oder Kindheit? Genau, Personen, die dich inspiriert haben. Ich habe in den 80er Jahren eine Sendung gesehen im Fernsehen, Bios Bahnhof, und dort waren die jungen Wilden vorgestellt. Und da war auch Elvira Bach dabei. Und damals habe ich eben mit meinen Eltern vorm Fernseher gesessen und dann habe ich gesagt, boah, sind das tolle Künstler, da will ich unbedingt hin. Ich glaube, die Ausstellung war irgendwo in der Schweiz und habe meinem Vater gesagt, komm, wir fahren da jetzt hin. Und natürlich, ja, haben wir es dann nicht gemacht. Und Jahre später habe ich dann meine Masterarbeit über Elvira Bach wirklich geschrieben und habe sie auch in Berlin dann besucht und interviewt und war in ihrer Wohnung und habe diese ganzen tollen, lebensgroßen Frauenbilder von ihr gesehen. Die standen überall rum und da habe ich gesagt, ja, das habe ich eigentlich schon 10 Jahre früher mal im Fernsehen gesehen und fand das damals toll und sie war dann damals auch wirklich bekannt. Ja, das war einfach schon für mich eine Künstlerin, die mich unheimlich inspiriert hat und auch dazu gebracht hat, vor allem Kunst von Frauen mir näher anzuschauen. Und ja, so versuche ich weiterhin mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Neues zu entdecken. Schöner kann man es nicht sagen. Guter Schluss. Sehr guter Schluss, aber auf eine Sache wollten wir noch eingehen und zwar gibt es KünstlerInnen in der Region, mit denen du unfassbar gerne eine Podcast-Folge aufnehmen würdest. Und wenn ja, wenn ihr das hört, meldet euch sofort bei Verena Feldbausch. Ja, da gibt es sehr viele. Da gibt es die Gisela Zimmermann, die ich gerne in der Folge hätte. Dann gibt es den Armin Rohr, den ich toll finde, Mane Hellenthal, die Leslie Huppert bewundere ich auch sehr. Es gibt ganz viele KünstlerInnen im Saarland, die ich toll finde. Dann gibt es die Karin Kraus in Luxemburg. Aber es gibt noch ganz viele mehr. Also ich schließe auch nicht aus, dass ich mal ein Ateliergespräch mache. Das heißt, dass ich zu den KünstlerInnen ins Atelier fahre und dort mit ihnen spreche. Oder jemand anders auch dort mit ihnen spricht. Also das ist auch ein Format, was ich mir auch vorstellen kann. Ja, herzlichen Dank auch, dass du diese Reise auf dich nimmst, diese Institutionen und Menschen in unserer Region vorzustellen, weil ich glaube, es geht uns allen so, man kann nicht alles kennen und nicht alles irgendwie wissen und von daher super, super toll, dass du den Ehrgeiz hast, die Menschen und die Institutionen in unserer Region nochmal ein bisschen sichtbarer zu machen und die Menschen vorstellst, die dahinter stehen. Tike, Dank für dieses fabelhafte Interview und wir sind gespannt, was da alles noch kommt. Ja, ich danke euch ganz herzlich für eure Fragen und ja, ich freue mich auf die erste Folge. Wir auch. Ja. Danke. Danke euch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne, erzähl deinen FreundInnen davon und hör wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst. Art Talk, der Kunstpodcast aus Saarlouis.